Menschen, die mit Assistenzhunden leben, teilen ihre Erfahrungen und Gedanken. Das Leben mit einem Assistenzhund kann im wahrsten Sinne des Wortes lebensverändernd und wunderschön sein. Allerdings können diese Höhen auch von Tiefen begleitet werden. In diesem Pfotenpiloten-Podcast gehen wir der Frage nach, was sind mögliche Nachteile des Lebens mit einem Assistenzhund? Man muss ganz viel Staubsaugen. Ich habe mich sehr intensiv mit Reinigung beschäftigt. Ich hatte halt vorher schon 2 Hunde, aber irgendwie durften die natürlich auch nicht in solche Bereiche, wie Marsha das darf. Das ist auch ganz klar. Und ich hatte das irgendwie nicht so auf dem Schirm. Die Haare sind überall. Man muss sich ja vor Augen halten, man lebt ja auch in einem gewissen Risiko mit so einem Hund. Was mache ich, wenn dem was passiert? Was mache ich, wenn der von einem anderen Hund gebissen wird? Wenn er irgendwie unter ein Auto kommt oder wenn ihm wirklich was, oder wenn er vergiftet wird, wenn irgendwas Schwerwiegendes mit dem Hund passiert, stürzt mich das in den Ruin. Weil natürlich würde ich alles dafür tun, diesen Hund am Leben zu erhalten und natürlich ihn am besten wieder arbeitsfähig zu bekommen. Aber ich würde ihn zum Beispiel auch nicht entsorgen, wenn er nicht mehr arbeitsfähig ist. Also auch das wäre für mich persönlich kein Weg, wie er vielleicht für andere Leute, die noch mehr gehandicapt sind, den Weg gehen müssten. Also meine Erfahrung, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, oh, ich möchte auch einen Blindenführhund, ähm, erzähle ich auch Dinge, die vielleicht anstrengend sind und ob sie sich auch wirklich der Sache, Blindenführhundhalter zu werden, tatsächlich bewusst sind. Das heißt, ein Blindenführhund muss genau wie jeder andere Hund mehrmals am Tag Gassi geführt werden. Der muss versorgt werden, auch wenn er nicht arbeitet. Es ist nicht nur so, dass ein Blindenführhund eine Erleichterung ist. Es ist auch sehr, sehr anstrengend. Und ich rede niemanden, der mich mal fragt, ist das toll, ich möchte auch gerne einen Blindenführhund haben. Nee, also ich bin da eher ein bisschen vorsichtig und sage, Mensch, überlegt euch das wirklich gut. Erstmal habt ihr eine Verantwortung für den Hund. Ihr habt aber auch eine Verantwortung für euch selber. Und ihr müsst euch überlegen, dass von dem Tag an, wo ihr einen Blindenführhund bekommt, sich das gesamte Leben ändert. Das komplette Leben ist plötzlich von einem Tag auf den anderen komplett anders, als man denkt. Und das sind Überlegungen, die man sich tatsächlich erstmal machen sollte, bevor man überhaupt drüber nachdenkt, einen Blindenführhund sich anzuschaffen. Andersrum, klar möchte ich natürlich niemanden das in Abrede bringen. Im Gegenteil, es ist unheimlich schön, es ist unheimlich toll, einen Hund zu haben, der einen begleitet. Und ich finde, es ist. Aber dennoch sollten sich die Leute tatsächlich von Anfang an bewusst sein, was es bedeutet. Und ich glaube und bin mir ganz sicher, ein Wunsch, einen Blindenführhund zu haben, sollte von ganz tief drinnen sein. Das sollte jemand sein, der wirklich schon ganz, ganz lange einen Wunsch hat, einen Hund zu haben, der tatsächlich Hunde auch lieb hat und auch liebt und auch schon Hunde kennenlernen durfte. Nicht nur den lieben Blindenführhund von meiner Freundin, den man mal so sieht, wenn die unterwegs sind, sondern ich finde schon, dass man schon so ein bisschen Hundebegeisterung mitbringen sollte. Und Hundeerfahrung weiß ich nicht, will ich gar nicht mal sagen, aber die Begeisterung. Und man sollte auch nicht so penibel sein. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt ein Hund viele blinde Menschen sind ja auch wahnsinnig strukturiert, wahnsinnig penibel strukturiert. Da liegt alles an Ort und Stelle. Die Wohnung ist immer blitzeblank. Ähm, Das darf man nicht vergessen. Kommt ein Hund ins Haus, wird es auch mal nicht so sauber sein. Es werden Hundehaare da liegen oder man muss sich eben halt
die Arbeit machen, den Hund erstmal zu bürsten und zu machen und zu tun. Und also das sind so Sachen, die man eigentlich nicht vergessen sollte bei der Beantragung oder bevor man überhaupt sich näher damit befasst, einen Hund zu beantragen. Aber man muss auch sagen, dass eine Familie, die so arg belastet ist wie wir, schon auch an manchen Stellen, das würde mein Mann jetzt sagen, schon auch an manchen Stellen an die Grenzen kommt, ne? Mit einfach von der Zeit her. Das ist nochmal ein Faktor, nochmal jemand, der Bedürfnisse hat, die auch nicht immer unbedingt so mit allen anderen Bedürfnissen konform gehen, ne? Negativen Sachen, hatte ich ja gesagt, war wirklich am Anfang, dass ich mich auch auf Hani einstelle, auf ihre Macken, ne, weil auch ich für mich musste wieder neue Sachen lernen, wie ich mit Hani umzugehen habe. Ja, und das war bei der Hani halt schon teilweise dann sehr, sehr extrem, dass sie da ja ein bisschen aufgemuckt ist. Aber das haben wir alles im Griff, weil ich für mich auch viel gelernt habe mit dem oder in Bezug mit dem zum Umgang mit Hani. Und ja, mittlerweile ist alles gut. Der Hund kostet mich im Grunde genommen 3 bis 4 Stunden am Tag. Also das ist einfach so, damit er seinen Freilauf bekommt, damit er auch mal mit seinen Kumpels spielen kann oder auch zu Hause ein bisschen spielen kann, wie auch immer, braucht schon viel Zeit. Und ja, dadurch, dass ich ja einen Goldie habe, brauche ich natürlich auch Pflege. Und das muss man dann natürlich in seinem Leben unterbringen. Dann gibt es natürlich auch viele, die unglaublich viel unterwegs sind. Dann ist, glaube ich, auch so ein Hund, ja, teilweise auch hilfreich, teilweise aber vielleicht auch störend. Weil wenn man irgendwelche Termine hat oder irgendwo lange Sitzungen hat oder so, der Hund will ja raus zwischendurch. Da muss man das schon recht gut organisieren und planen. Es wird immer gesagt, das ist ein Hilfsmittel, aber der Hund gibt einem ganz viel. Aber man muss auch wissen, man muss sich um den Hund kümmern. Ich kann nicht den Hund in die Ecke stellen, so wie den weißen Langstock. So, ich habe Fellpflege, der Hund muss regelmäßig was zu fressen kriegen, der muss regelmäßig seinen Freilauf kriegen, der muss zum Tierarzt. Der bringt natürlich auch Dreck mit rein. Und verliert auch Haare. Und das muss jedem bekannt sein. Erstmal muss derjenige sich auch auf den Hund einlassen wollen. Und er muss natürlich auch wissen, dass der Hund auch Dreck mitbringt und dass ich auch mal Probleme habe mit dem Zugangsrecht. Das muss man einfach wissen. Und dass ein Führhund nicht nur ist für, ja, ich habe jetzt so einen Kuschelhund, ja, da gehe ich einmal Gassi mit ihnen, dann gehe ich wieder nach Hause und das war's. So, dann brauche ich keinen Führhund. Wenn ich einen Führhund haben will, will ich mobil sein. Damit kann ich mobil sein, aber dann brauche ich sowas nicht. So würde ich sagen. Und man muss sich auf diesen Hund einlassen und man muss auch dem Hund was bieten können, sage ich mal. Man muss sich auch, der hat seine Arbeit getan, der braucht seine Ruhephasen, der braucht aber auch, dass der Halter sich mit ihm beschäftigt. Und wenn es draußen im Freilauf ist, ein paar Spielchen machen oder im Wald. Das gehört da alles zu. Aber es gibt auch Führhundhalter, die haben da keinen Bock drauf. Und in diesen Fällen, sage ich, wäre das meiner Meinung nach der falsche Weg, wenn er sich nicht zu 100% auf den Führhund einlassen will oder auf den Assistenzhund. Dieser Podcast wurde von der Aktion Mensch gefördert. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn bitte. Erfahren Sie Neues von Pfotenpiloten und Stiftung Assistenzhund, indem Sie unseren Kanal jetzt abonnieren und auf www.pfotenpiloten.org unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe auch weiterhin Barrieren für Assistenzhundteams ab- und Unterstützung aufzubauen.